Hallo, 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 hallo. Dun, 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 dun. Es ist Kafka-Zeit. Oder so. Wie geht's euch allen miteinander? Hallo Tobi, hallo Raffi, hallo Kira, hallo Heshi. Ihr beschwert euch immer, dass alles zu leise ist. So. Alles ist jetzt auf Maximum Lautstärke eingestellt. Und vor your Info, Kira, ich habe nichts an den Lautstärken verändert seit den letzten 10 Streams. So. Und ja, Drama. So. Jo. Wir nähern uns in schnellen Schritten dem Livestream, würde ich sagen. Wie viel Zeit haben wir denn noch, bevor es losgeht? Ganze 10 Minuten. Jelan C6, Jelan C6, Jelan C6. Na, servus. Das freut mich zu hören. Ganz. Machst du, Raffi. Ist doch gut, wenn weniger in der Arbeit los ist, dann bist du heute Abend nicht ganz so müde, Kira. So. Dann. So. Mal ganz kurz noch. Weiß ich nicht. Aus meiner Sicht lohnen sich die hohen Cs überhaupt nie was. Ich würde nie versuchen, mehr als C1 zu pullen. Außer man hat zu viel über oder sowas in der Richtung. So. Haben wir gedacht, da. So lange. Hey Widow, wie geht's dir? Am Samstag geht's erst am Nachmittag richtig zur Sache. Oje, oje, oje. So. Oder anders formuliert, Raffi, bevor ich einen Charakter auf C1, 2, 3 hochziehen würde, würde ich eher versuchen, die Waffe für den Charakter zu bekommen. Mir geht's auch sehr, sehr gut. Bin sehr gespannt auf den Livestream. Es wird ein eher kurzer Stream, also nach dem Livestream werde ich dann gleich wieder Schluss machen. Ich muss noch ein paar Sachen besorgen, gehen nachher, einkaufen und so. Aber ich bin ja heute Abend dann eh wieder online. Haben wir gedacht, ich schiebe einen extra Stream ein für den Livestream von Honkai. Weil der Content in Genshin so einfach ist, dass du nie C6 für irgendwas brauchst. Und die Waffe ist zumindest ästhetisch was anderes. Es gibt ein paar Charaktere, das ist die Ausnahme von der Regel, wo sich das Gameplay komplett verändert. Sei es Raiden Shogun, die vom Supporter zum Angreifer wird in einem höheren C, also C3 reicht da komplett. Oder von mir Song Li, der dann auf einem höheren C, aber die meisten haben nichts von Dingsbums außer mehr Damage. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo die höheren C einen gameplay-technischen Unterschied machen. Aber wie gesagt, der Content ist viel zu einfach für das, dass man das unbedingt rechtfertigen müsste. In Wirklichkeit. So. Mal ganz schnell ein paar Dailies nebenbei, damit ich irgendwas Produktives nebenbei mache. Ja, Kazuha ist auch ein praktisches Beispiel dafür.
Frage ist, braucht man das? Das ist jetzt bei Raiden Shogun nicht anders. Braucht man das wirklich? Oder will man das wirklich? Aber dass man es wirklich ausgeben muss, C6 vor allem finde ich ziemlich harten Tobak. Und da kann man sich halt stattdessen viel, viel mehr Charaktere drum holen. Und Waffen. So. Wir holen jetzt einmal ganz kurz. So. Für Yukong ein paar Ressourcen schnell schnappen. Weiß ich nicht. Ich versuche meine Charaktere mal Also, ich habe in Genshin, wie ich noch Genshin gespielt habe, versucht meine Charaktere mal abzuwechseln. Und zum Beispiel jetzt in Honkai ist es noch extremer. Bis auf den leichten Content, wenn du, sobald du etwas Schweres machst, musst du sowieso deine Party komplett umstellen, weil du ja ganz andere Elemente brauchst. In 7 Minuten. 6 Minuten. Also gerade beim schwierigeren Teil von Honkai ist das zum Beispiel noch tragender, dass du mehr Charaktere hast als weniger. Und 25. 1325. So, ich hole noch ganz kurz mal was zum Trinken, ja? Sekunde. So. Ich hol mal was zum Trinken her und trink's mit einem Schluck aus. Okay, nochmal zurück ans Reisbett. Ich hol mal noch was zum Trinken. Im ganzen Wohnzimmer riecht's. Einfach Wasserflaschen exen. Ja, genau das. Wobei jetzt zum Stream hole ich mal was anderes zum Trinken. Das wird ein eisgekühltes Dosengetränk. So, was ich sagen wollte, heute zum Mittag gab es bei uns selbstgemachte Hotdogs. Oh, die waren gut. Haben wir noch extra Knoblauch angeröstet, jetzt riecht es überall nach Knoblauch und Gürkchen und wow, so gut. Kong sieht in Gameplay-mäßig echt nice aus. Sie ist sehr, sehr stark. Für einen 4-Sterne-Charakter macht sie extrem viel fürs Team, ganz einfach. Ihre Damage ist prinzipiell nicht so schlecht. Sie ist noch nicht fertig gelevelt, muss ich dazu sagen. In Relation, meine Seele und meine Silberwolf sind fertig. Ich meine, ich habe Yukong einfach gezogen, weil sie aus meiner Sicht einer der bestaussehendsten Charaktere im Spiel ist. Mit Abstand sogar. Ja, Raffi. Raps sind auch lecker. Hm. Können wir auch mal wieder machen. Oder, Flynn?
Was, Raffi? Siehst du, das ist der Unterschied. Jetzt Tingyun mag ich überhaupt nicht. Aussehenstechnisch ist Tingyun eh nicht so schlecht. Aber ich mag ihren Charakter überhaupt nicht. Und ihren mag ich schon. Gibt es einen feinen Unterschied. So. Brauchen noch mehr von denen hier. Okay, nur 2, das ist langweilig. Wenn diese Kämpfe nur mehr bringen würden. 3 kann man noch machen. Fertigkeit wäre nicht schlecht, das macht man eigentlich recht oft. Wir machen eher zusätzliche Damage. Machen wir mal das hier. In ihrem Splash-Art siehst du sie, oder? Wenn du so in Ultimate machst, hast du sie links unten. Kannst du sie anschauen. 1 Minute, ich weiß. Keine Sorge. Ich bin nur einen Knopfdruck davon für Fern umzuschalten, schau. Das nächste werde ich wahrscheinlich Natascha leveln. Da habe ich auch schon sehr viel vorbereitet. Aber... So. So. Stream geht los, wir haben schon Musik auf jeden Fall. Nein, hole ich mir nicht. Wie gesagt, ich brauche Ressourcen für Kafka. Kafka, 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 Kafka. Genau, ich mach's genauso. Die 4-Sterne-Waffe vom Event ist von Silverwolf genauso gut, mehr oder weniger. Deswegen. Außerdem gibt's die überhaupt noch? Kann man ja nur mal Lodge als Waffe bekommen. So. Wechseln wir mal zum Livestream rüber. So. Und der Zug fliegt. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, alle Ressourcen für Kafka. Außerdem kommt danach so laut Leaks kommt irgendwann die nächste Jingliu. Und die will ich auch unbedingt haben. Und ja, Jingliu ist ein Must-Have für mich. Echt? Ich finde die cool. Ja, da ist Hesche ganz bei mir scheinbar. Jingliu. Ja, jetzt ist erst einmal Kafka dran und ich möchte Kafka und ihre Waffe haben. Dementsprechend.
Hm? Ja, das ist die mit der Augenbinde. Silber ist so weiße Haare, blaues Kleiddesign. Na, also. Zwei Minuten noch, dann geht's so richtig los, glaube ich. Schrimps. Also, das sind auf jeden Fall die nächsten zwei Charaktere, die ich haben will. Und wer weiß, eigentlich würde ich ja auch gern Blade haben, weil ich gerne die ganze Kafka-Bande zusammen haben würde. Aber das geht sich wohl oder übel nicht aus. Ich sehe es gerade, irgendwas stimmt im Chat nicht. Hm. Manchen ist Kabelschuh. So. Schauen wir mal, ob wir das fixen können. Ich glaube, Stream Elements hat gerade ein paar Probleme. Aber das ladet extrem. Ja? Oh, Herr Welt, hallo. I always knew you were a dark horse, Mr. Well, Yang. speak for yourself. Albert, if I had met you a few years ago, my creative career would have taken a more interesting turn. You know, I heard you had something new in the works. What's it about? Let me guess. The Adventures of the Nameless. Well, it's early concept at the moment. The Express crew has given me a lot of food for thought. But still, when it comes to key plot points, I'm in need of some inspiration. Ooh, inspiration. How about, How about this? We give you some ideas. After all, when it comes to scripts, we're seasoned professionals. Security! 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 The rules of this Geht game gleich are los, direkt in den we Dingsbums all rein. think we have infinite possibilities, but when you really Kafka, analyze Kafka, it, Kafka. every question and answer is constrained by previous choices. Relax. Time to say bye. Boom. Okay. Und der Herr Blade ist auch da. You think another name and face can blot out the sin of your past? Fail. And you. Release your full potential. Oh, sie zeigen Dings. You carry is the key to Uh. through to the ambrosial arbor. Has coming here triggered your memory. What happens next is in your hands. Die Story geht endlich weiter. Endlich. You and you. All three of you are staying right here. The karma of past lives changed the world of the present. I wish for you to despair, suffer, crumble, turn on one another and destroy that which you love with your own hands. Oh. Und der erste Code.
Danke, Hershey. Ist oben angepinnt für alle, die den Code brauchen. Und ich muss sagen, du bist sehr schnell in Tippen, Hershey. Da, 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 da. And whether or not your world has a day-night cycle. Oh ja, und ich brauche trotzdem. Blade ist sehr verführerisch auch. Vor allem, wenn... Ist er physical? Wind? Was ist er? Wind, glaube ich. Today we have 3 special guests in the hot seats. Introducing. Hey guys, I'm Cheryl Texera, and I voice Kafka. Hey there, I'm Damon Mills, and I voice Blade. Hi, folks. My name is Corey Landis, and I voice Welt. Guys, it's great to have you with us. Wind. Man. Na dann, er ist recht gut. Das fehlt mir in meinem Team. Ich habe noch keinen einzigen Wind-Charakter gebaut bis jetzt. Whoa, me already? Okay. Well, it looked like various Also, oh ja, factions Bronja were habe ich getting ready for ziemlich weit. battle. I think we're one move away from a serious showdown here. Agreed. It was cool to see some new environments and enemies, too. I better get my team in order. You're gonna need to, my friend. In version 1.2, the Xianzhou Lao Fu will face a setback that threatens the fate of the whole alliance. The Trailblazer will need to pass through various delves and arrive at the location of the sealed Ambrosial Arbor, where a decisive battle with the one responsible for the Stellaron disaster awaits. Not to mention, Don Hung finally gets reunited with the Astral Express crew. Don Hung's journey has been longer than most could imagine. Care to elaborate, Damon? I didn't say anything. Ah, come on, guys. You're trying to get me fired here. Editors, cut that bit out. What was I gonna say? Oh, right. The story left off on a bit of a cliffhanger last time. It sure did. I mean, why did Jing Yuan deploy those forces? Who is he trying to catch? And what about the Stellaron hunters? Where did they go after escaping? Hey, King! Hallo, 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 willkommen. Cut that out too. I'm sure all these questions will be answered in the upcoming story. Now, Auf den wohl, Raffi. Trailblaze mission updates. Version 1.2 will see new characters coming to the war. First on the scene, Blade. Okay, Blade ist der Erste. Das ist schlecht. Das heißt, ich brauche zuerst mal 180 Puls und alles, was drüber ist, könnte ich in Blade investieren. Damit ich Kafka fix habe. I have a question for Damon. If, say, there were 5 people, would I Das ist be schlecht. one of them? I don't know. Yeah, me neither. Don't look at me. I don't know anything about anything. Okay? Well, I'm pretty sure I'm not one of the 5 people, but here is a fact for you. Whenever Blade gets scary, it's the Mara flaring up. Isn't he always scary? He usually does what I tell him. I should probably unpack that a little. Blade relies on Kafka's spirit whisper to suppress the Mara inside him. Yeah, that's what I meant to say. You know, most of the time, Bladey's a nice, quiet boy. Totally. Voll die He's Spoiler not zu a Blade schon strong irgendwie. communicator, that's for sure. I'm pretty sure half my recording sessions have focused on 2 sounds. Number 1, Number 2, I can believe that. Okay. Huh. It's strange that a lone wolf like him would want to team up with the Stellaron hunters. Unless Kafka's spirit whispered him into it? Kafka was more of a go-between. The real reason Blade joined was because Elio promised him the outcome he desired. Outcome? Meaning, vengeance? Vengeance will be Certain mine. Someone on the Express has Okay. been having Wir haben nightmares den männlichen Judah jetzt in Form von Blade. Vengeance. Funeral.
A funeral. His own, to be precise. Through unexpected circumstances, Blade became immortal. His body recovers from the worst of sicknesses and the gravest of injuries, even from death itself. Those bandages aren't for show. For Blade, immortality isn't a blessing. It's a curse that follows him wherever he goes. Yikes. And I thought I had a problem, huh? Well, let's leave something to the imagination here. I'm sure our trailblazers will find out more about Blade's backstory as things unfold. For now, let's take a look at what he's capable of on the Okay, battlefield. jetzt wird's interessant. Blade is a wind-type character, following the path of destruction. By consuming his own HP, he's able to deal greater damage to enemies. And I guess that's the risk you take when you're a mortal. Boah, ist das langsam, wenn man nicht in Blade's zweifacher skill Geschwindigkeit consumes ist. a set amount of his own HP and initiates Hellscape. While Hellscape is active, Blade deals greater damage, and his basic attack is enhanced from Shard Sword to Forest of Swords. While Shard Sword is a single target attack, Forest of Swords deals damage to multiple enemies. I got a question. Can Blade still Okay. use his Also, skill if ein his Dark Knight. HP isn't enough to cover the set amount? In that situation, when Blade uses his skill, his HP Ja, bei mir ist decreases genauso. to Ich Ooh, that würde sounds a würde little nur für Blade dicey. pullen, wenn ich A genug bit. Fix Well, für there's a Kafka silver habe. lining. When Was Blade's ich bald HP habe, aber- decreases, his talent is triggered, granting him a charge. When charges are fully stacked, Blade unleashes a follow-up attack on all enemies and recovers a set amount of HP. When Blade unleashes his ultimate, his HP is set to 50% of his max HP, and he deals massive damage to a single target and adjacent enemies. HP for damage, huh? Interesting. No wonder he's so indifferent to being healed. Huh? And the more HP Blade loses, the more damage his ultimate deals. Yeah, it does. Blade's technique, Karma Wind, also consumes his HP and deals wind damage to all enemies after entering battle. Ooh, when it comes to taking damage, Blade should be more afraid of himself than his enemies. This hurts me more than it hurts you. Ooh. Sowieso. Line anyone? Guido, sowieso. We can't let Blade steal the show. It's time to talk about another Stellaron hunter. His partner in crime, Kafka. Yay. Da ist sie schon. Hey, ihr hättet das Boom ruhig einspielen können. Kafka's a familiar face at this point in the story. She was the first person the Trailblazer set eyes on. Ich habe so viele Nihility-Charaktere jetzt danach mit Silverwolf auch noch und Welt. No wonder so many players are calling her. Kann bald ein Nihility-Team aufbauen, ein reines. I don't think that's gonna get past the editors there, Albert. Look, what I am interested in is this. Since Kafka appeared on her Ich finde es auch immer so space lustig, station, dass she's Silverwolf und managed to Blade in ihrem implant the Splash-Art Trailblazer with the vorkommen. Stellaron, Silverwolf da so hijack the links und Express's Blade da signals, rechts. and draw the crew onto the Cienjo Fu. It almost feels like she has the Das könnte man annehmen, in den anderen Schirmen sind noch mehr Members von der It's like Organisation. Kafka said, when it comes to scripts, the Stellaron hunters are seasoned professionals. Also noch mehr Stellaron Hunters. Also rein theoretisch gibt es noch 1, 2, 3, 4, 5 Stellaron Hunters. What's a script without a director? Reach the end of the story in your own 1, 2, way. 3, 4. Ich kann nicht zählen. Another question. 4 unbekannte Stellaron Hunters. Did Kafka join the Stellaron Hunters? Ooh. So, Kafka was born on Terias 5, a planet that knows no fear. And literally, Kafka is Bei Yukongs ist auch ihre Tochter im Splash Splasher drinnen, and Hashi. therefore cannot comprehend the value of life. When Elio promised to bring about 5? change Hab ich- for her, she signed up 1, without a second 2, thought. 3, 4. Now, for someone who can't das feel ist- fear, Das she's ist pretty Blade, great das at ist making Dingsbums, others dann feel haben wir it. die hier. This 2, scares 3, you more 4. than it scares me. Ist noch ein 5, ne? You want me to use my spirit whisper on him, Albert? Yes. No. I mean, 2. let's move on to Kafka's combat, shall we? Oh,
Yes. Ah, da No, ist, you never asked. stimmt, da ist noch eine So Person, ich Kafka sehe es is a gerade. lightning-type character following the path of nihility, and she can deal additional damage over time to enemies. Her skill deals lightning damage to multiple targets. If an enemy is afflicted with DOT, they receive an additional bout of DOT damage. That is to say, if an enemy is already afflicted with DOT, they receive additional damage both during their turn and after Kafka's attack. Gesundheit. That's right. Not to mention, additional damage doesn't replace existing DOT. I mean, did you think Kafka was Also gonna wir take brauchen, it easy on him? die Come on. Stellar Hunters sind Separately, zahlreich und after viele. an ally Uah. uses a basic attack, Kafka will launch a follow-up attack. Kafka's ultimate, on the other hand, deals lightning damage to all enemies with a chance of shocking targets and immediately dealing additional damage to those already shocked. Kafka's technique can attack all enemies within a set range and deals lightning damage to all enemies after entering battle. How elegant. Well, she likes elegant things, and there's a certain elegance to combat. Kafka's abilities are Die kinda Fahrtwest terrifying. 2.0. Her enemies are like flies. Naja, so, sie sind nicht man darf nicht vergessen, Kafka ist nicht böse eigentlich in Wirklichkeit. Until... Boom. Ooh, hey, that was pretty good. Sie verfolgen zwar ihre eigenen Ziele, aber wirklich böse sind sie. Wobei, Yeah. das ist immer so eine Sache. Fatu ist, HD sacrificing Mann. maniacs and emotionless sociopaths. wurde ja schon etabliert To the anhand der, coolest kid on the block. It's dass time sie to introduce nur den our Willen next ausführen, That is a little um die harsh. Zukunft besser Also zu since when shapen. did Nicht Wealth zwangsweise, become um the was Böses coolest zu kid on the tun. block? Think again. I'm talking about the born and bred Bellabog hero, Luca! Oh, come on. Und ein Luca kommt jetzt. Große Frage, in welchem Banner Luca drinnen ist. So that's the guy on the light cone. Noch ein Nihility. He Charakter. looks a little Hätte ich nicht different gedacht, dass er ein on the light. Nihility-Charakter ist. Luca is an underworld fighter that goes by the Luca, moniker Luca, Luca Night Strongarm. Fever. He's a member of Wildfire and apprentice to Oleg. Wait, doesn't the underworld have a fight club? I guess that must be where Luca spends his time. Oh, you better believe it. In fact, he's the Fight Club champion, and not only that, he's also a reliable operations consultant for the moles. So he's with the moles, huh? Does Luca know he's a member? Probably. The kids of the underworld look up to Luca in a big way. Naja. And the reason he fights is to set a good Ist er bei example. Blade oder of bei Kafka? dedication War eine große and Frage. discipline. And speaking of fighting, Mann. let's take a look at him in action. Luca is a physical type character following the path of nihility. After multiple attacks, he's able to launch an enhanced basic attack. His skill deals physical damage to a single target and has a chance of inflicting bleed. And during battle, Luca can obtain fighting will through a variety of attacks. When fighting will reaches a certain number of stacks, Luca's basic attack is enhanced. His enhanced basic attack deals 4 hits of damage, with the final hit dealing additional damage to enemies currently inflicted with bleed. Kids today, no respect. When Luca unleashes his ultimate, in addition to dealing damage, he also obtains fighting will, and there's a chance of increasing the target's Das könnte der damage große received Bruder for a set von- number of turns. Woo! And when your opponent's fist is the same size as your head, it's time to throw in the towel. Yeah, well, it's the power of those punches that scares me. I mean, I'm sure having a robotic arm is also a big help, but I think Das könnte der Luca's große Bruder von strength Hook sein, behind allein von den Waffen her. scores. Weil sie hat ja auch seinen And I seinen almost Arm. forgot. When using his technique during exploration, Luca obtains fighting will after entering battle. Jeez! Does this guy ever take a break? Well, it was great to start off the program with a character deep dive. Next up, it looks like we've got 2 brand new 5-star light cones coming to the warp. Oh. In version 1.2. Let's start
with a path of destruction. Okay, jetzt wird's interessant. Unreachable south. Leitcode. Oh, okay. Question. The Paradise Blade mentions in his ultimate line, is that where he's standing right there? I don't know what paradise means to you, Corey, but a barren sword-filled wasteland isn't my idea of a vacation. Speak for yourself. Here's a fun fact. Each of those swords had an owner, and Blade was the last one to see them alive. Oh, whoa! So he killed them for their swords. Only a brutal, calculated, jealous mind could do something like that. The maniac and sociopath segment So, is over. redet jetzt nicht so viel, zeig's mal, was das Ding hier kann. Moving swiftly onto a 5-star path of nihility light cone. Patience is all you need. Here we see our resident sociopath again. Okay. Well, looks like Kafka's waiting for the main course to arrive there, huh? What do you think's on the menu? You wanna guess? What are you looking at me for? Come on, nobody eats out, right? Das may make sense. During the first phase of version 1.2 in the character warp, a lost soul, Trailblazers Okay. can obtain the limited 5-star character Blade. During the same Natascha. phase, Also, in the Lycon für event, Kira ist das mega, the weil die drop wollte rate Blade of the haben, da kriegt sie 5-star Natascha-Dinger Lycon, the dazu. original side will be boosted. And during the second phase of version 1.2 in the character warp, Nessun Dorma, Trailblazers can obtain the Oh, limited Serval, das 5-star ist cool. character Kafka and 4-star character Luca. Und Luca ist auch During the dabei, same also phase, okay. in the light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone, patience is all you need, will be boosted. Okay, wir wissen mal Bescheid. That's a wrap on Luca ist bei Kafka dabei, wir haben noch Serval. Ooh, I need to lie down. Don't go anywhere, Trailblazers. Zweiter Code. Nur Sampo hätte wegbleiben können. Ja. Nihility-Team kann aufgebaut werden. So. Schnell gleich gleich on the fly den Code nebenbei einlösen. Das heißt, hier ungültiger Code. Eschi, hast du dich verdient? Ah ja. Welcome back, everyone! As mentioned at the start of the show in version 1.2, before the Trailblazers' decisive boss battle, they will need to pass through various delves. No surprise then? That 1.2 would unlock 2 new areas, the Alchemy Commission and Scale Gorge Waterscape. Now, Okay, the 2 neue Alchemy Gebiete Commission. zumindest Is mal. that where the Xianzhou makes its medicines, or...? Ooh, you got it! The Alchemy Commission is one of the 6 commissions of the La Fu. And, for no prize whatsoever, can anyone name all 6? Oh, yeah, let's see. The Alchemy Commission, the Divination Commission. The Skyfaring Commission, the Artisanship Commission, the Cloud Knights. Oh, shoot, what was that other one? Drum roll, please. The Realm Keeping Commission. Oh, that's right, that's right. The Alchemy Commission used to focus their efforts on the way of immortality, but these days, it's all about medical research and treating diseases. Now, the Trailblazer came face to face with some Alchemy Commission folks in Exalting Sanctum, Kann man but beide they seemed a anheften? little Theoretisch kann man beide I anheften. don't want to create more work for the Gleichzeitig editors, nicht, ich kann immer nur but eins I pinnen have a gleichzeitig. theory that the reason why that Adjacent to the Alchemy Commission, Aber was wir machen können? lies Scale Gorge Waterscape, the realm of the Videotic. He's just ignoring us now. We've got a lot to get through. Ist folgendes. Wir können einfach beide schreiben. Along with the Alchemy Oder Commission and Scale Gorge Heshi ist natürlich schneller. Dann pinnen wir natürlich Heshi an. Seems like Trailblazers will face a lot of new challenges on the road to the Ambrosial Arbor. I can't wait. Oh, Owlbert, are you making Danke, Corey Hershey. read off the teleprompter? Puzzles are the only new challenges Trailblazers will be facing in these areas.
there are monsters afoot. Ich mag die Boss-Character da, den weiblichen, die man da sieht. Das Design ist cool. Power, the malefic ape. And next on the list, an entity rid of the burden of humanity that has remodeled itself in the way of immortality, the Ascended. And finally, Yen Ching? Why would the General's aides attack a Cloud Knight, Lieutenant? all will be revealed in the version 1.2 story. I think we skipped an enemy, Albert. You mentioned a boss lurking on the Xianzhou Law Fu. Care for a sneak peek? Oh, how could I forget? Ein Boss. Sag ich ja, oh, die ist cool. Die ist absolut cool. Und die ist groß. Die ist viel größer, als ich gedacht habe. Servus. Okay, das wird der nächste Weekly Boss werden wahrscheinlich. Hold on your hats, folks. It's Fantilia the Undying, wielder of the power of both the destruction and the abundance. In her first phase, she summons abundance lotuses which restore her HP and reduce the player team's skill points. Weakening her enemies and Unplayable. strengthening herself in one fell swoop? Yikes. That's why choosing the right moment to destroy those abundance lotuses is so important. Eliminating an abundance lotus recovers 3 skill points. Well, you know, when you borrow something, you gotta give it back. Now, in her second phase, Fantilia uses her destruction power to summon destruction lotuses. These lotuses reduce ally max HP and when Ja, in bloom, Mami trifft's irgendwie. damage a single target. Vom Aussehen So, her. should we just wait for them to stop blooming before we take them out? No, I doubt the power of the destruction is as simple as that. Oh, you're not wrong, Cheryl. When the lotuses aren't in bloom, their toughness doesn't receive damage. As such, Trailblazers should seize the moment when the flowers are open to break their weakness. And finally, in the third phase, Fantilia goes golden. What terrible trick does she have up her sleeve? I'm afraid Trailblazers are gonna have to wait to find out. I'm curious, where did Fantilia even come from? How come she can use the powers of the abundance and the destruction? I hate to be that guy again, but all will be revealed in the version 1.2 story. Is anyone here getting deja vu? Hey, I can't go spelling all the beans. When the main story combat draws to a close, Fantilia the Undying Sag ich doch, sie wird ein Weekly Boss werden. and drop the advanced trace materials required for Blade, Kafka, and Luca. Regret of Infinite Okama. And a quick reminder, Trailblazers, Echo of War has a limited number of weekly rewards, so don't forget to plan ahead. Also, in version 1.2, Stagnant Shadow, Shape of Celestial, is arriving, which drops the brand new character ascension material, Ascendant Debris. This is also the ascension material required for Blade. Well, if I'm not mistaken, it's time to talk about version 1.2 events. Ooh, I've been waiting for this Ja, aber segment. für Blade Let's brauchst start du, wie with du siehst, doch was Tales Extriges. of Fantastic. The crisis Oh, on the Tales of the Xianzhou Fantastic, Lafu ein has Event. subsided, and the Sehr feats of gut. the Nameless can be heard on every street corner. Ja. Starskiff Haven storyteller, Mr. Cien, is interested in the Astral Express's tale, eager to work his storytelling magic. Oh, yeah, the Tales of the storyteller. I'm Fantastic. familiar with him. I wonder what he'll do with the Trailblazers story. His artistic license and collage editing bring all kinds of tales to life. Ich kann's dir ehrlich gesagt nicht sagen. Auf jeden Fall einen neuen Boss gibt's für Blade. He's given us a set of Für die protagonist Limit models. Breaks. Protagonist models? What's that? Aber für alles andere weiß ich's nicht. Wahrscheinlich die Destruction Items, die normalen. Scriptwriters at the Emerger Club. It industrializes the scriptwriting process. As long as you follow its guidance, you'll be able to captivate an audience with your storytelling. To unleash the full potential of the protagonist models, the Trailblazer must accompany Mr. Cien into the past and visit historical battle locations. Now, the name might be a little dull, Okay. but don't underestimate the protagonist models. Different combinations have different effects. Once the protagonist models have been properly refined,
Legend of the Trailblazer can be a runaway hit. Oh, this sounds like a fun event. Hä? Well, there's more where that came from. The next event is called Underground Treasure Hunt. Oh, The okay, ein Treasure underwater Hunt. Treasure, Oh, the gibt's Miner's Land, is making a comeback. They Farming say Items that zum in Craften. Belobog's great mine, ancient ruins have been discovered where many rare treasures and relics are waiting to be identified. However, according to the senior treasure hunter Axe, there exists a space beneath the ruins where relics of even greater value may be found. The only thing is, the road to the ruin depths is filled with all kinds of danger. Treasure hunters must steel themselves and explore sealed areas in order to progress deeper into the ruins. I'm sure these sealed areas are full of hidden treasures, but there's always a catch. Surprise and danger rolled into one. I'm sure Kafka would get a kick Oha, out of this. das schaut Treasure interessant hunters aus. will need endurance, Das erinnert mich courage, an. and insight to Ah, progress. das ist. Da gibt's It's almost certain that in the sealed EFK areas Arena will und in ein paar contain anderen But Handygames gibt's supplementary genau diesen items and Game-Type. cars to other sealed areas are the secrets to progression. This is a solo mission, right? It sounds like a tough challenge to take on alone. Ehrlich gesagt kann ich es da nicht sagen. Mit Blade habe ich mich nicht beschäftigt. Ich weiß alles During über Kafka, aber vom exploration, Blade treasure hunters keine can Ahnung. be sure to run into familiar faces. Let's hope that we're happy to see them. So do treasure hunters get any kind of special rewards? Of course! In the Underground Treasure Hunt event, aside from the usual Stellar Jade, treasure hunters Hört sich- can obtain the theme hört sich vernünftig an, Where's the Hesche. Rabbit Chatbox. Oh. Isn't the Chat, rabbit in Custom the chat box? Chatboxen. It's a treasure chest. What I'm trying to say is, the theme of the chat box is called Where's the Rabbit? Okay. So Aber the man kann die rabbits Chatboxen in the anpassen grafisch. Das ist auch eine nette Belohnung. Nicht unbedingt das In version Wichtigste. 1.2, the message and chat box functions will be enabled for the first time. Trailblazers can obtain and swap between chat boxes. And I'm not just talking about the friend chat screen. I'm talking about the game's character interaction chat boxes too. Oh, I love the rabbit design. It seems like something Clara would like too. So cute. Yeah, so cute. Do you think Svarog could have designed it for Oh, her? Maybe? Interesting thought. Safe to say that chat boxes will continue to get updates. Trailblazers will be able to view and swap between those they already have, as well as view those they've yet to obtain. On to the next event. Noch ein Where are Event. you, Mystery Trotter? This Mist really and is the Trotter version of Mist and event, okay. Creatures, isn't it? The good news is, all of them can be found. Regan of Belobog has come across a new scientific research gadget. Homemade sensor number 223. The device is able to detect mysterious coordinates that display abnormal readings. I recognize that abnormal reading. Isn't that just a trotter? Oh no, don't tell me that we have to fight it. I mean, sure, it's a little scary, but it's cute, right? If I told you it dropped Stellar Jade, would that change how you feel, maybe? Yeah, that thing's bacon. Yeah. Sorry. You know what's tastier than bacon? What? Forgotten Hall updates! In Oh. version 1.2, the brand new memories of Cienjo, the voyage of Novice Forgotten Hall Update. arriving. Yeah, now we're talking. That's not all. Und wir kriegt eine Yukon gratis. Yay! Cienjo Stage 1, Trailblazers can obtain the 4-star character Yukon. Cool. In addition to the Forgotten Hall, the simulated universe will also be Open receiving an World update 7. in the form of World 7. And the brand new planar ornaments Vigilant Ooh. Arena and Mit neuen Relic-Sets. will be added to the World 7 immersion device. Wow. And the ride Crit doesn't is stop equal there greater. either. In version 1.2, Oh, das klingt interessant. it's your event. Trailblazers that successfully challenge the simulated universe can obtain a set amount of double planar ornament rewards. Oh, ein In the Planarfischer gibt's. Alchemy Commission's Cavern of Corrosion, Trailblazers can obtain the brand new Cavern Relics, Longibus Neue Disciple, Relics? and Messenger Traversing Hackerspace. Nice. And finally, in 1.2's Realm of the Strange event, players that successfully challenge the Cavern of Corrosion can obtain a set amount of double Cavern Relic rewards. Whew. And Oha. I think we're gonna pass out for a while. Over to you guys. No problem. We got you, buddy. We got you. In version 1.2, the 2 companion missions Ich hab keine Letter Ahnung. from a Strange Woman and For I Have Touched the Sky will be arriving. In a letter from a strange woman, the Trailblazer will receive a request from Oh, Kafka. ein As Kafka for how und the ein Trailblazer should respond, Yukon-Quest. I only have one thing to say.
When you have a Nice. chance to make a choice, make one that you know you won't regret. All will be revealed in version 1.2 story. Isn't he supposed to be passed out? Bis jetzt war fix, dass man, dass man am besten Elektroartefakte nehmen soll. Aber da waren die neuen Artefakte noch nicht im Spiel. In For I Have Touched the Sky, an accident has occurred in Stargazer Navalia. When the Trailblazer investigates, they find a girl in trouble. Who could she be? And what secrets could Yukong be hiding? Thanks for watching Keeping Up with Star Rail. Hey, sound guy. A little early on that one. Before we bring things back to a close here, let's Das wär talk cool, about the Hesche. Das wär ever-popular cool. reward events. Version 1.2 will see the return Oh. of the Gift of Odyssey check-in event. During the Oh. event, as long as Trailblazers log in for 7 days, doesn't have to be consecutive, they can acquire 10 Ja, können wir noch mal Star kurz Rail schauen. special passes. Yes, I love a chicken event. Yes, let's do it. That's exciting. Can somebody get Corey some water, please? Und Codenummer. Danke, Herrschi. Mann, bist du schnell im Tippen. Zu viele Caps waren das wohl, oder? Well, I said it last time, and I'll say it again. Time flies when you're having fun. So, hier nochmal alle. Another special program. It's got Vielen Dank, Herrschi, nochmal Talked ans... about a lot of 1.2 features. You guys, got any favorites? Gotta Ans be that boss schnelle fight for Schreiben. me. When the crew fought the Doomsday Beast and Cocolia, Welt was watching from the sidelines. This will be the first time we see him on the battlefield. So Ooh. watch your back, Fantilia. I'm excited to see more of Blade. Heck, I recorded enough fighting efforts to lay down an album. We better get some fight scenes, come on. Leg Not dich, to mention, it seems du solltest like dich him nicht and mit, Don mit den Hunt are Bots finally anlegen. about to meet. Something tells me they're not gonna settle things over a cup of tea. Uh-oh. As for me, it is all about Kafka. Although I am curious about the Tales of the Fantastic event, because this sounds like Trailblazers have plenty of room to get creative. Seems like we're all a little biased here. but one Totally. thing is for sure, 1.2 is a version to look forward to. Albert here has done a good job keeping us in check today, you know, and there's still a lot of mystery out there for you Trailblazers to delve into. You guys were a handful, all right. But hey, we made it out alive. That's it for Honkai Star Rail version 1.2 special program, folks. Thanks again to all you Trailblazers for tuning in. And see you for the next one. Bye, So long, guys. bye-bye, cheerio. Also. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz zu den Artefakten. Was ist das jetzt? The Interastral Peace Corporation has just declared the latest galactic bounty hunt, What? calling for the capture of the Stellaron hunters. According to reliable sources, Kafka Was zum Teufel passiert hier da? appear at the upcoming Cosmic Refreshment Supplies event, which poses a high risk of destruction. We urge the public to remain vigilant. We will announce the whereabouts of the outlaws in due time and are asking Okay. for your assistance in bringing them to justice. Oh. Okay. What the fuck war das jetzt? Der Global T-Event. So. Chats. Irgendwo da. Ah ja, da waren's. So. Increase max AP when the viewer is hit or the AP is consumed by an ally, including themselves. Okay, also das Link ist definitiv für Blade. Auf den wohl, Raffi.
Das Rechte ist nicht zwangsweise unbedingt für Kafka, wollte ich nur anmerken. Also das linke ist definitiv für Blade. Also das ist 100% ein Blade-Dingsbums, wegen allein HP is consumed by Dingsbums, crit rate is increased to a certain number of times, this effect is stackable. Und Increase Speed, ich weiß nicht. Kafka Skills, soweit sie geleakt sind, brauchen kein Speed. So gar nicht, gar nicht. Also das zweite, also das ist eher was für Seele fast schon. Increase Speed wäre sicherlich nicht schlecht, könnte man sicher in Seele. Ja. Alan habe ich nicht gebildet, keine Ahnung. Im Prinzip könntest du das auch eventuell für... Auch wenn das eine HP braucht? Genau, das ist mal fix. Also für Blade muss man mal viel farmen. Für Kafka kannst du vorfarmen ein bisschen. Weil die hat zwar den neuen Weekly-Boss, aber das restliche kann man sich schon erfahren. Also aus meiner Sicht, das neue das Messenger Traversing Hackerspace Set ist definitiv nicht für Kafka. Haben wir noch... So, jetzt schauen wir noch ganz kurz. So, dann gab es noch die zwei neuen Relic-Sets. Increase Vera's crit rate. When the Vera's crit rate is equal to or greater to a certain percentage, the rear's basic attack and skill damage increase. Das obere in Welt 7 ist definitiv für Blade. Wollte ich nur anmerken. Das Ruliant Arena. Aus dem einfachen Grund, weil das andere Set gibt, wenn man HP verliert, wird die Crit Rate erhöht. Und hier, wenn deine Crit Rate hoch genug ist, kriegst du automatisch Basic Attack und Skill Damage dazu. Das kombiniert sich ganz gut aus meiner Sicht. Das untere wiederum, Effect Resistance, das ist eher so ein Tank-Ding. Aber wer braucht Effect Resistance? Das ist so spezifisch, das brauchst du eigentlich gar nicht. Soll mal rechts sein, dann kann ich nämlich zumindest für Kafka fertig farmen. Würde ich mal behaupten. So. Gut. Das. Was Interessantes dabei? Nein. Dann war da eine Weekly Boss. Viel mehr ist eh nicht drinnen gestanden. Ich glaube auch nicht. Launcher hat mehr von anderen Sachen, definitiv. Nein, also das zweite Set nicht zwangsweise geeignet. Das. So. Mal ganz kurz letzte Belohnung ab. Schauen wir mal. 2 Puls mehr, was will man mehr? So, wie viele Puls haben wir denn? 100 habe ich da und ich bin... Ein bisschen dauert es noch, bis ich genug habe. Ich bin, glaube ich, um die 30 erst drin, heißt,
130 Puls. 50 brauchen wir noch. Okay, das wird knapp werden. Aber mit den Events und so kriegen wir wahrscheinlich für Blade was zusammen. Damit ich zumindest versuchen kann, Blade zu bekommen. Mit ein paar extra Puls. Aber ich will mal, wie gesagt, Kafka fix holen. Dementsprechend muss das zuerst einmal fertig sein. Andersrum wäre es mal lieber, weil dann können wir das viel leichter abschätzen. So. Aber das Schöne ist, die Codes haben auch sehr viel Geld gegeben, was ich gesehen habe. Das gefällt mir. Ich bin ja, nachdem ich jetzt durchgehend Dauerpleite bin, seitdem ich die Charaktere von 70 auf 80 erhöhe. So. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Machen wir noch schnell einen Kampf. Einfach so, weil ich es kann. Das ist ein Charakter. Oh! 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 Hallo! So. Macht mal einen Random-Kampf und da taucht gleich ein Globetrotter auf. So gefällt mir das. Du hast 7 Charaktere schon auf. Wow, nicht schlecht, Hedge. Ich bin erst mit. Hast du die auch gemaxt, also für alles fertig? Weil Sended habe ich jetzt 5, aber ich habe erst 2 auf 80 gebracht überhaupt. Plus 80 Artefakt, also plus 80 Litecoin und die Artefakte auf 15 und so weiter. So lobe ich mir das. Weil im Prinzip habe ich nur Seele fertig mit 80, 80, alle Pfade, alle Relikte auf Max. Dann kommt Dingsbums mit 80, 80. Alles bis auf den Fertigkeit. Da müsste ich noch was machen. Die Relikte sind fast fertig. Aber ich habe dann gesagt, ich investiere jetzt mal ein bisschen in andere Charaktere. Damit ich, wie man sieht, meine Natascha ist super schlecht equipped. Und nur der Trailblazer ist halbwegs ausgerüstet, also ich hänge da noch weit hinterher. Mit allem. Ich habe einfach nicht genug Credits. Mir gehen dauernd die Credits aus in Wirklichkeit. Das kostet einfach alles so viel. Wann eigentlich? Mal schauen. Referate. Heilung. Angriff. Angriff, Angriff. Das ist verführerisch. Vor allem Schaden ist auch noch dabei. Das ist mies. Da muss ich dann nachher schauen. So. Also. Tipp. Nichtsdestotrotz. Was jetzt, habe ich nur, wie versprochen, ist es nur, oder wie angekündigt eigentlich hier, nicht versprochen, ist es nur ein kurzer Stream. Wir werden nachher um 21 Uhr wieder online sein mit dem Community-Abend. Ihr seid alle herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wir spielen wieder Jackbox, Gartic Phone, What It Up, vielleicht auch irgendwas anderes. Mal schauen. Ich bin für Vorschläge offen, falls noch irgendwelche anderen Games dieser Art da sind. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. 21 Uhr geht's los. Und ja, wir werden hoffentlich viel Spaß haben. Danach gibt es vielleicht noch eine Partie Final Fantasy 16
Ah nein, Blödsinn, wir machen gar nicht. Danach werden wir heute, ich hab schon vorbereitet, 2 Tierlists, eine Waifu-Tierlist und eine Shonen-Anime-Tierlist. Und die werden wir gemeinsam zusammenstellen heute. Oder ich werde sie zusammenstellen und ihr dürft meckern drum, dass ich manche Waifus nicht high genug ranke oder sowas in der Richtung. Mal schauen. Wird sicher lustig werden. Gebe ich mal meinen Senf auf zu den besten Anime, die es gibt. So, also ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns dann nachher und ja, bis später dann. Bye bye.